habe noch nie in meinem Leben so oft Gänsehaut in einer Woche gehabt, wie jetzt in den letzten paar Tagen. Es geht los, unser Weg zum Annapurna Basecamp. Wir starten hier in Biritaki. Es sind 27 Grad. Das ist unser Guide, Kapil. You all ready? Ja! Wir befinden uns übrigens mitten in Nepal, in den Himalayas, in der Annapurna-Region. Heimat des 8000er Berges Annapurna 1 sowie von 29 weiteren Gipfeln über 6.000 bis 7.000 Meter. Wir laufen jetzt schätzungsweise eine gute Stunde und ich schwitze wie ein Esel. Wir sind mitten im Dschungel unterwegs, eine von ganz verschiedenen Vegetationszonen und Klimazonen gefühlt auch, die wir durchschreiten werden. Und wir gehen heute noch diesen Pass durch die Dörfer hoch und machen damit die ersten guten 600 Höhenmeter heute. Wir tracken übrigens mit der Firma Outfitters Nepal, bei denen wir direkt in Kathmandu vor Ort gebucht haben, und wir waren ultra zufrieden. Einschätzung für die ersten Arcs? Alter, guckt euch das mal an. Einfach nur surreal alles. Diese Ruhe, diese Luft. Namaste. My name is Namraj Gauli, known as NG. I'm a founder and chairman of Outfitter Nepal Treks and Expedition. Trekking is my passion and I really do like it. I have been into the Annapurna base camp more than 50 times. You're gonna have a beautiful time, you're gonna have a wonderful time. I mean, you're gonna explore and you're gonna hug the mountain, kiss the mountain, and you're gonna see the spectacular view where you feel surrounded by the Himalayas. Gar keine Schmerzen mehr, es ist alles super. Jetzt wären wir gerade losgelaufen eigentlich. Ist echt so, ne? So Leute, den ersten Tag haben wir geschafft. Ich vergesse hier total die Zeit und alles drum und dran. Und ich bin wirklich absolut geflasht von der schönen Natur, von den wundervollen Menschen, die man hier überall auf dem Weg sieht. Das Wandern hat bei mir deutlich mehr Energie freigesetzt, als es mir gezogen hat. Und ich freue mich so sehr auf die nächsten Tage. Wolken weit unter uns, jetzt schon am ersten Tag. Unbelievable. Oh mein Gott. Beim Abendessen hat Kapil plötzlich richtig Druck gemacht, dass wir uns beeilen sollen. Und das auch aus gutem Grund. What's that? Is that something? Why you guys laugh? Look at that, we were on right timing now. Look at that. Kapil, what's the big one called there? That was Mount Pistil. Oh, sorry. 6,991 meters. This is almost 7,000. Annapurna South, and this one called Himchuli. Annapurna South is about 7,290 meters. Yes. And the other one is about 6,500 meters.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5:30 Uhr. Ich bin so happy hier zu sein. Ich bin richtig erfüllt. Ich habe super geschlafen. Ich habe vielleicht ein kleines bisschen im Hals, aber das wird heute auf jeden Fall weggewandert. Und jetzt geht's gleich zum Sonnenaufgang. Irgendwie war gestern Abend nach dem Sonnenaufgang alles so richtig magisch und hat mir erstmal so richtig das im Urlaub ankommen Feeling gegeben. Ist das bei dir auch so? Ja, voll. Seitdem alles noch ein bisschen leichter und man ist so wirklich im Entspannungsmodus. Man spürt den ganzen Körper. Man spürt den ganzen Körper, ja voll. Nach den ganzen Tagen Stadt, wo alles so eng und laut und hektisch war, ist der Körper jetzt langsam wieder so ein bisschen im natürlichen Seinszustand erstmal angekommen. Es macht einfach Spaß. Ich habe schon irgendwie die Befürchtung, dass es noch ganz schön anstrengend und ganz schön hart werden wird auf dem Weg. Aber da denkt man jetzt nicht dran. Jetzt wird nochmal die wunderschöne Landschaft genossen und einer weggewandert. Wir gehen da jetzt heute einmal über den Hügel. Danach geht's fast den ganzen Höhenmeter, die wir gestern... Kamera, hallo? Danach geht's die ganzen Höhenmeter, die wir gestern gemacht haben, erstmal wieder bergab. Aber danach geht's die ganzen Höhenmeter auch wieder berghoch. Also kommen wir hier heute Abend in Chomrong an. Ungefähr auf der gleichen Höhe, wie wir jetzt gestern gelandet sind. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Hast du Bock, Bella? Yes. Let's go. Und endlich wieder Treppen. Wir kommen schon all the way von da drüben. Richtig steil nach oben und richtig steil nach unten. Sind die Stöcke schon ehrlich ein richtiger Gamechanger. Genauso wie dieses T-Shirt im Nacken. Das T-Shirt im Nacken ist einfach ein Savior. Ich lieb's. Überall ist es so schön. Und es ist so ruhig. Krass. Namaste. A frog grabbing a snake. Es geht gleich einmal komplett hier runter, durchs ganze Tal. Und am Ende landen wir da oben. Are you feeling, Kapil? I'm great. I'm absolutely great, man. Look at the Awesome. view. The view makes me so much happier. Even after all those years, all those tracks? Totally get that. The beautiness of the Annapurna, you know, the Neblis mountain, it's like, yeah. The beautiness of the Annapurna base camp, it's a natural beauty. The combine of the vegetation and mountain, for example, where you can explore the greenery, scenery and a valley view. That's a very nice, beautiful waterfalls. That is the beautiness, that is the chemistry of the complete trek of the Annapurna, yes. Is that more safe? What's slippery? All good? No, but why with the camera in hand? Yes, I know. This is really nice. I can smell it. It's very nice. So, Kapil, Yes, that's me, the... Kapil. I'm from out from Nepal. So, And you're an amazing guide. thank you very much, man. And you think Annapurna Base Camp is one of the harder tracks Exactly. The Because way, of- compared to other trek, the way is very tough in Annapurna. because of these kind of steps and Exactly. going up and down. That's true. Man ist nur am Laufen und am Hören und am Schwitzen. Ich liebe diese Anstrengung. Ich liebe das über Grenzen gehen. Das ist einfach geil. Zieht euch die Steigung rein. Big Boy Steps. My life.
Like today it started smelling, so I might like change it. But Oh, you just need to shower. oh, that's true. Von ganz da unten. Versteht er mit steil? Wir sind jetzt auf guten 2300 Metern. So hoch waren wir bisher noch nicht hier in dem Gebirge. Der Weg, der jetzt vor uns liegt, ist verhältnismäßig gerade. Deswegen alles mal ein bisschen entspannter. Ich laufe jetzt auch ohne Stöcke. Wir haben jetzt noch 45 Minuten zu Chamrong. Das reicht dann auch für heute. Es reicht dann auf jeden Fall für heute. Und es war ein wunderbarer Track Day bisher. Abgesehen davon, dass mich ein Blutegel gebissen hat. Das sind Barbatzen. Hallo, Maudis. Na du. Thank you so much. Die Räume werden kleiner. Wir haben auch keinen Strom mehr hier drin. Die Wandfarbe ist super süß. Es hat richtig lange geregnet. Wir haben jetzt gerade Glück, dass es wieder aufgehört hat. Aber wenn es die ganze Nacht noch durchregnen sollte, dann hat unser Guide gemeint, besteht echt Gefahr weiterzugehen, weil dann eben auch Hangabstürze passieren können. Übrigens nehme ich abends nicht mehr so viel auf, weil abends dann einfach ein bisschen Zeit für uns ist. Wir ein bisschen den Urlaub wirklich genießen wollen. Hallo! Hallo! Abends ist einfach ein bisschen Zeit für uns. Das ist auch wichtig, das ist auch schön. Darum geht es auch im Urlaub. Also, bis morgen, kurz nach 6. Und 1, 2, 3, gute Laune, weil... Richtig Glück, es hat die Nacht überhaupt nicht mehr geregnet. Alles ist frei. Annapurna South kriegt die ersten Sonnenstrahlen ab. Übrigens facen wir jetzt noch andere Probleme auf der Höhe und bei dem Wetter. Die Schuhe sind noch ein bisschen nass. Wird natürlich immer relativ schnell trocken, wenn man loswandert. Trotzdem nicht so geil. Good morning. Ja. Wie oberderb kann man denn chillen? Auf dem Stuhl da komplett alleine. Geil. Ja, Chamrong, letzte Siedlung, bevor es ins Niemandsland geht. Von da aus gehen wir diesen kompletten Pass hoch. Bis ungefähr da oben zu diesem einzelnen Haus. Und von da aus geht es dann noch ein bisschen um die Ecke. Und dann ist auch nur noch eine einzige weitere Tagesetappe bis zum Annapurna Base Camp. Boah. Wir starten mal wieder rein mit Treppen und einer deutschen Bäckerei mitten in Chamrong. Buffalo first. Servus, moin von der ersten Pause. Die Energie ist auf jeden Fall schon mal um einiges weniger als gestern. Also es ist schon viel, viel mehr ein Hochschleppen. Vielleicht ändert sich es gleich noch ein bisschen, wenn sich das Frühstück gesetzt hat. Namaste.
Das war gerade einer der härtesten Leute, die es hier überhaupt auf dem Trip gibt. Porter. Die tragen teilweise Sachen von 2, 3 Leuten auf einmal den kompletten Berg mit hoch bis ins Basecamp. It's about 60 kg, something like that. 60 Kilos. Wow. Wow. Treppen, Treppen, Popeppen. Selbstexperiment, 8 Tage nur Treppen laufen. Nach 1, 2 kleinen Päuschen, genug Wasser und einfach auch ein bisschen einlaufen. Kommt der Flow schon wieder viel mehr zurück. Aber wir haben natürlich auch noch 800 weitere Höhenmeter oder sowas vor uns heute. What the heck? Oh. Irgendwo von da oben kamen wir heute schon. Oh my God, he is so cute. Ja, kurz nochmal ein kleiner realer Einblick. Wir haben Glück, dass wir hier auf der Höhe gerade eine in Anführungszeichen normale Toilette haben. Klopapier ist hier auf jeden Fall Bring Your Own und sollte auch nicht gespült werden. Dafür sind die Leitungen nicht gut genug. Normalerweise arbeiten die hier mit dem hier. Normalerweise arbeiten die hier mit dem Wasserstrahl, was auch echt erstaunlich nice ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ganz ohne Klopapier geht auch nicht. Zieht euch rein, wie steil das wieder ist. Can't stress it enough. Das sind die besten Treppen der ganzen Welt. Hallo! 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 Sieht so crazy aus, oder? Hello again. Wow. Hab ihn gesehen. Krass. Hallo Fishtail. Boah. Charlie, what's going on? Dreaming. Dreaming. Enjoying. I'll wake you up somewhere. No, you don't need to. I'm fine dreaming. Do you ever get tired of this? No, I never get tired, man. And I'm really enjoy this trek. I'm really grateful. You know, I have such a nice people. Nachdem wir die ersten paar wirklich anstrengenden Stunden nur Treppen runtergegangen sind, um wieder die gleichen hochzugehen, ist es jetzt schon eine ganze Weile ein super schöner Pfad. Look at these. Es ist so dschungelig. Es ist einfach wirklich ein richtiger Wohlfühltrack aktuell. Das Runners High ist absolut real. Die Temperatur ist super. Die Luft ist so frisch. Die Natur ist so üppig. Also ja, ich frage mich echt, wann der große Knall auf der Reise kommt oder ob er komplett ausbleibt. Ich lieb's komplett. Diese Bewegung, die heilt ungelogen alle Gelenkschmerzen, alle Probleme. Das ist einfach wunderbar. Water is so clear. See the sunrise view. And then there is like all panoramic view. Apart from Annapurna. Langsam kriegt es rein, dass wir gewandert sind. Jetzt haben wir noch ganz entspannte 4 Stunden vor uns, 700 Höhenmeter. Unser Guide sagt slightly up.
Wir werden sehen. Leute, es wird anstrengender und anstrengender. Es fängt an zu regnen. Zum Glück beschützt der Dschungel uns ein kleines bisschen. Ich spüre meine Schultern krass. Und was bei mir echt am krassesten ist, ist, dass meine Konzentration wirklich langsam ordentlich runtergeht. Wow! Strafteil ist wie ein guter Nackenklatscher. Rein in den Nebel. Sorry. Versucht euch nach dem Essen ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich glaube, die Verdauung war echt einer der Hauptgründe, warum die Konzentration gefehlt hat, die Energie erstmal weg war und der ganze Weg überhaupt erstmal einfach saumäßig anstrengend war. Ein ständiges Auf und Ab, wortwörtlich, aber auch mental und körperlich. What the f***. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Stufen und die Treppen mal vermisse, aber now we got stuff like that. Und mein rechtes Knie ist seit guten 1,5-2 Stunden. Ja, ich merke, dass eine Sehne oder ein Nerv oder sowas irgendwie ein bisschen zieht. Das gibt mir auf jeden Fall so ein ungutes Gefühl. Ja, es ist auf jeden Fall aktuell echt hart. Und heute Morgen habe ich noch gelabert, wie ultra geil, heilsam dieses ganze Wandern für die Beine, für die Knie, für die Gelenke alles ist. Aber ja, alles in Maßen, nicht? Good man, yes, good one, thank you. Trekking is like a sport as well. So please, if you really like to do the trek, you have to mentally fit first. And whenever you mentally fit, determine your body to go wherever you want. That's very important. I want them go with flow. Ich bin tropfend nass und mein rechtes Knie tut mittlerweile echt weh. Da haben wir den harten Part, Leute. Da haben wir den. Wie kann man so ein krasser Kunde sein? Es ist schon mit den paar Kilo, die ich auf dem Rücken habe, ultra heftig mittlerweile. Ich fühle mich original, als hätte ich gerade einen Everest bestiegen. Aber we made it. Da oben ist, wie auch immer es heißt, Durali. Oh mein Gott, das war mit Abstand das härteste, was ich je gemacht habe. Körperlich. Sadi, what's up? Hello, Kapil, what's up? Today was really tough day. Really tough day. Yeah, we got here about 8 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. But so far we are really happy now. How much distance did we make today? All together 18 kilometers. 18 kilometers in this kind of landscape. Exactly, that was too long. Mein Knie fühlt sich übrigens wieder besser an, aber wahrscheinlich nur, weil es nicht belastet wird. Da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen wegen morgen. Zwar insgesamt nur 4 Stunden wandern, aber 900 Höhenmeter nochmal. Das wird krass. Habt ihr noch letzte Worte zum heutigen Tag? Wir haben gar keinen Stress. Völlig im Zeitplan. Wir machen heute einen richtig entspannten, laufen viel langsamer, machen viel mehr Pausen. Beim Knie geht es echt in Ordnung wieder. Es hat sich ein bisschen eingelaufen und langsamer und bedachter macht dabei auf jeden Fall auch voll Sinn. Wir sind auf 3/4 Weg zum Machhapuchre Basecamp, sprich Fishtail Basecamp. Machhapuchre heißt einfach Fishtail auf Nepali. Es ist wieder arschsteil, aber wir nehmen uns echt lange Pausen. Es ist so eine unglaubliche Landschaft hier. Ohne die Pausen könnte man es überhaupt nicht begreifen. Und selbst mit den Pausen
kann man es eigentlich nicht wirklich begreifen. Es ist so wunderschön. Die körperliche Betätigung weckt einen auf und die Natur berührt einen wirklich einfach tief. Unglaublich. Unglaublich. Aber Treppen. Hallo Mausis! Hallo! Hallo! Denkt dran, Leute. Wir sind auf 3700 Metern und gucken da hoch. That is Annapurna first, but we're looking at right now 8,081 meters. Wow. You have to take it. No. I got my own. Want some sauce? Gleicher Ausblick wie eben, aber Maximum in der Wolke. Wir hatten gerade ein richtig gutes Mittag und haben uns gerade ein bisschen an die Höhe gewöhnt hier in 3700 Metern. Diesmal auch das Mittag erst ein bisschen verdauert, bevor wir los sind. Jetzt wirklich Final Arc, letzte 400 Höhenmeter. Let's go. Wir sind hier original mitten in den Wolken. Es ist auch sau windig, deswegen habe ich unter dem Thermoshirt, über dem Thermoshirt noch meine dicke Teddyjacke an. Übrigens, ich bin so froh, dass ich die mitgebracht habe. Ich habe echt überlegt, die mitzunehmen oder nicht, weil wir eine Daunenjacke bekommen haben. Aber das ist einfach so eine Feel-Good-Jacke für mich. Ich liebe die Lebensqualität, ehrlich. Man merkt ja auch die Höhe mittlerweile. Die Energie wird weniger. Es ist ein kleines bisschen schwerer zu atmen. Man merkt einfach, wenn man so einen kleinen Sprint einen Berg hoch hatte, dass man dann erstmal sehr außer Puste ist und das normale Einatmen wie sonst nicht so viel bringt. Also man muss sich schon danach echt kurz mal die Zeit nehmen, richtig einzuatmen. Die Landschaft ist mittlerweile hardcore steinig. Nichts mehr für Menschen, aber für die Kollegen. Mäh! Da oben ist es. Yeah. It makes you exciting, right? And each step up to the mountain is very exciting. It's very amazing view, right? And definitely, Hey Kapil, thank you for being the best guide and the #1 positivity manager for all of us. Yeah, come on. You understand? Come on. 4130 Meter. Und we made it. Let's go! Ja! Wir haben es einfach Oh, ihr habt es geschafft. Oh. Wie fandest du den letzten Endsport? langsam. Ich bin wirklich gewatschelt. Spürst du die Höhe? Ja, also jetzt gerade bin ich wieder runtergekommen. Ich bin schon eine Weile hier. Ich spüre es vor allem, wenn ich so ordentlich ein paar Meter gesprintet bin, Ja, danach ja. erstmal Luft zu holen. Ja, dann ja, erstmal, ja. So, oh, warte, sonst normalerweise kommt da aber mehr Luft in die Lungen. Richtig. Eigentlich darf ich das gar nicht. Crazy. Fucking crazy, man. Fucking crazy. Congrats.
And now a big group hug. Let's all get here. Oh. And this Totally. is like your highest elevation you've ever been, guys. Right down here. The gods are pleasant with us. Yeah, I'll show you tomorrow morning. Yeah. 72. 72, look at that. I feel much better. High heartbeat, man. High heartbeat. Yes, the heartbeat I'm feeling. Now improving, look at that. I'm fine. gerade ausgegangen. 87 from the start. You got ready oxygen, good oxygen level. Now we want to see the professional. 110, right? Come on, great. High score goes to this guy. Heartbeat of 80, man, crazy. Because I already been to like over 6,000 meters. Yes. Yes. Thank you. Nachdem wir mitten in den Wolken im Basecamp ankamen, wurden wir am Abend nochmal für all die Strapazen der Tage belohnt. Noch ein paar letzte Blicke auf 8000 Meter, was sagst du? Können wir auch gehen. Dann gehen wir mal lieber. Wow, was war das für eine Reise? Nicht nur war die Natur unbeschreiblich schön und absolut einmalig im Vergleich zu allem, was ich je gesehen habe. Außerdem hat uns die Wanderung auch als Freunde viel mehr zusammengeschweißt und mit Kapil haben wir alle einen tollen neuen Freund gewonnen. Die Wanderung hat uns auf jeden Fall richtig viel Energie, teilweise auch richtig Nerven gekostet, aber im Endeffekt war es das alles wert. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich würde jederzeit allen meinen Freunden und Freundinnen empfehlen, hierher zu kommen und mit Outfit das Nepal zu buchen. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Die haben es wirklich verdient. Es sind so tolle Leute, absolut lokales Unternehmen. Checkt sie aus, wenn ihr Wandermäuse seid. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich mega freuen, euch beim nächsten Video auch wieder begrüßen zu können. Bis dahin, Namaste aus Nepal.